Pittsburgh, 6. Januar 1995, 14:47 Uhr. Ein Mann steht vor der Kassiererin der Mellon Bank in Swissvale. In der rechten Hand eine halbautomatische Pistole. Aus seinem Gesicht eine dünne, klebrige Schicht. Sie glänzt im Licht der Deckenlampen. Er blinzelt, die Augen tränen, er muss sie zusammenkneifen, um klar zu sehen. Über der Kasse an der Decke eine Überwachungskamera. Das rote Aufnahmelicht leuchtet. Konstant. Jede Bewegung wird festgehalten. Der Mann ist in diesem Moment felsenfest davon überzeugt, dass die Kamera ihn nicht sehen kann. In der Schlange hinter ihm steht ein zweiter Mann, 43 Jahre alt. Auch er trägt diese glänzende Schicht auf den Wangen. Auch er ist felsenfest überzeugt, in diesem Augenblick unsichtbar zu sein. An diesem Tag erbeuten diese zwei Männer 5.200 US-Dollar. Was sich beide ins Gesicht gerieben haben, wird 4 Jahre später eine der meistzitierten Arbeiten der modernen Sozialpsychologie auslösen. Aber zurück zum Anfang. Im Großraum Pittsburgh Mitte der 1990er Jahre arbeiten die Bankfilialen mit dem Sicherheitsstandard ihrer Zeit. Deckenkameras, stille Alarme an den Schaltern, eine Glasscheibe zwischen Kasse und Tresen. Keine biometrische Erkennung oder vernetzte Datenbanken. So etwas gab es zu dieser Zeit eher selten. Wer eine Filiale ausraubt und es schafft zu entkommen, wird im Anschluss auf genau eine Weise identifiziert. Durch sein Gesicht auf den Videobändern. Bedeutet also zur damaligen Zeit, wer es schafft, das Aufnahmegerät auszutricksen, wird sehr wahrscheinlich nicht gefasst. Genau diese Logik hatte einer der beiden Männer schon getestet. Clifton Earl Johnson, 43 Jahre alt, lebt in Pittsburgh. Im Lauf des Jahres 1994 überfällt Johnson 2 Banken in der Region. Welche Filialen genau es waren, wie viel Geld er erbeutete, wie er hineinging und wie er entkam, geht aus den späteren Gerichtsakten nicht im Detail hervor. Bekannt ist aber, beide Überfälle blieben 1994 ungelöst. Johnson wird nicht gefasst. Seine Akte landet ungeschlossen bei der Pittsburgh Police. Was Johnson aus diesen beiden Erfahrungen aber mitgenommen hat, ist eindeutig. Der einzige Punkt, an dem ein Banküberfall in Pittsburgh wirklich gefährlich wird, ist der Moment, in dem die Polizei das Gesicht auf dem Band mit einem Namen verbinden kann. Seine eigens angefertigte Statistik steht auf seiner Seite. 2 Überfälle von 2 haben funktioniert. Was ihm fehlt, ist eine Lösung für das nächste Problem. Die Kamera an der Decke der neuen Bank. MacArthur Wheeler, 45 Jahre alt, 1,68 Meter groß, 122 Kilogramm. Wohnhaft an der Versailles Street in McKeesport, einer alten Stahlarbeiterstadt, rund 24 Kilometer südöstlich von Pittsburgh. Wie genau die beiden sich kennengelernt haben, in welchem Verhältnis sie stehen, wer wen wie lange kennt, geht aus den verfügbaren Quellen nicht hervor. Wheeler ist erkennbar nicht der Stratege. Johnson kommt mit der Idee zu ihm und Wheeler hört erstmal nur zu. Was Wheeler da hört, klingt zunächst erstmal nach Zauberei. Aber Johnson präsentiert es ihm als reine Wissenschaft. Seine Theorie sieht in etwa so aus. Zitronensaft, sagt Johnson, lässt sich als unsichtbare Tinte verwenden. Wer mit Zitronensaft auf weißes Papier schreibt, sieht zunächst nichts. Erst wenn das Papier erhitzt wird, oxidieren die organischen Verbindungen, treten dunkler hervor und die Schrift wird sichtbar. Ein alter Schultrick, eine Spielerei mit Säure und Hitze. Johnsons Schlussfolgerung, wenn Zitronensaft also auf Papier unsichtbar bleibt, dann kann er auch Gesichter für Kameras unsichtbar machen. Wheeler ist anfangs skeptisch. Er stellt sich also folgende Frage: Kann das wirklich funktionieren? Versailles Street, McKeesport. Irgendwann in den Wochen vor dem 6. Januar 1995. Wheeler holt eine Zitrone, schneidet sie auf, presst den Saft in eine Schale. Er stellt sich vor einen Spiegel und reibt sich die Flüssigkeit ins Gesicht. Stirn, Wangen, Kinn, Nase. Seine Augen fangen sofort an zu brennen. Die Säure greift die Schleimhäute an. Sie tränen. Er blinzelt unkontrolliert. Die Haut wird klebrig. Es riecht säuerlich. Dann nimmt Wheeler eine Polaroid-Sofortbildkamera. 1995 ist das Standardausrüstung in amerikanischen Haushalten. Eine Kamera, in der ein chemisch beschichteter Film steckt, der nach der Belichtung direkt entwickelt wird. Dazu braucht man kein Labor und man hat nicht das Risiko, den Film aus Versehen zu
überbelichten. Außerdem gibt es das Ergebnis noch in unter einer Minute. Wheeler hält sich also mit tränenden Augen die Kamera vor sein Gesicht. Seine Lider sind halb geöffnet. Er schätzt ungefähr den Abstand und drückt den Auslöser. Der Verschluss klickt. Das Bild wird aus dem Schlitz ausgeworfen. Wheeler schüttelt es, wartet 20 Sekunden, 30, 40, das Bild entwickelt sich. Und was es zeigt, sollte seine Theorie eindeutig bestätigen. Man sieht nur eine Wand. Kein Gesicht, keine Stirn, nur die Wand hinter ihm. Für Wheeler ist das der Beweis, dass seine Theorie einwandfrei funktioniert. Er erwägt nicht mal die Möglichkeit, dass er einen Fehler beim Fotografieren gemacht haben könnte. Er zeigt das Bild seinem Partner. Johnson lacht und nickt. Der Plan ist fertig. Wie viele Tage zwischen dem geglückten Polaroid-Test und der eigentlichen Tat liegen, ist nicht dokumentiert. Bekannt ist aber, viel Vorbereitung gibt es ohnehin nicht zu tun. Die beiden brauchen Zitronen. Eine Pistole hat Wheeler bereits. Ein Auto haben sie auch. Eine Aufklärung der Banken findet nicht statt, eine Probefahrt auch nicht. Eine Festlegung von Fluchtrouten findet auch nicht statt. Keine Notfallpläne, keine Codewörter, keine Aliasnamen. Es gibt tatsächlich nur eines. 2 Männer, eine Pistole, ein Bild von einer leeren Wand und die feste Überzeugung, dass diese Wand der Beweis ihrer Unbesiegbarkeit ist. 6. Januar 1995, früher Nachmittag. Wheeler und Johnson reiben sich Zitronensaft auf die Gesichter. Großzügig auf Stirn, Wangen und Kinn. Beiden brennen sofort die Augen. Die Haut wird klebrig und glänzt. Sie steigen ins Auto. Ohne Masken, ohne Sonnenbrillen über den Augen. Wozu auch? Wheeler hat seine Sonnenbrille auf die Stirn geschoben, damit sie ihn in der Bank nicht stört. Sie fahren zur Mellon Bank in Swissvale. 14:47 Uhr. Beide betreten die Filiale. Wheeler geht direkt zur Kasse. Seine Schritte sind kurz, weil seine Sicht eingeschränkt ist. Der Saft brennt in seinen Augen. Er muss sie zusammenkneifen, um die Schalterzeile überhaupt fokussieren zu können. Über ihm an der Decke läuft die Kamera. Sie ist nicht versteckt, jeder Kunde sieht sie. Wheeler sieht sie auch, aber das beeindruckt ihn wenig. Johnson stellt sich währenddessen in die Warteschlange. 2 Plätze hinter Wheeler als Rückendeckung. Auch ihm tränen die Augen. Auch er sieht direkt in die Kamera und ist überzeugt, dass die Kamera ihn nicht sehen kann. Wheeler erreicht den Schalter, zieht die Pistole aus dem Hosenbund und hält sie auf die Kassiererin. Er fordert das Geld. Die Kassiererin reagiert wie geschult. Ruhig bleiben und keine plötzlichen Bewegungen. Sie öffnet die Kassenschublade, stapelt Scheine auf den Tresen. 5.200 US-Dollar werden ausgehändigt. Umgerechnet rund 10.000 Euro nach heutiger Kaufkraft. Während sie zählt, hat sie Wheelers Gesicht klar vor sich, aus einer Distanz von vielleicht 80 cm. Wheeler nimmt das Geld, dreht sich um, Johnson tritt aus der Schlange. Beide verlassen die Bank zusammen. Das Ganze dauert weniger als 2 Minuten. Sie steigen ins Auto und fahren davon, quer durch Pittsburgh. Von Swissvale im Osten in den Stadtteil Brighton Heights im Nordwesten. Rund 30 Minuten dauert die Fahrt. Während der Fahrt reibt sich Wheeler noch einmal Saft ins Gesicht. Eine frische Schicht, für den Fall, dass die erste schon abgenutzt ist. Sie kommen an der zweiten Filiale an und gehen nach dem gleichen Schema vor. Auch hier reagiert die Kassiererin nach Lehrbuch. Auch hier wird Geld ausgehändigt. Der genaue Betrag dieser zweiten Beute ist in den öffentlich verfügbaren Akten nicht dokumentiert. Beide verlassen die Bank. Kein Alarm, bevor sie auf der Straße sind. Keine Verfolger. Wheeler fährt zurück nach McKeesport. Auf der Rückfahrt beobachtet er den Rückspiegel. Er hört Sirenen, sieht Streifenwagen Richtung der Banken fahren, aber keiner stoppt ihn. Niemand wirft auch nur einen zweiten Blick auf den Mann mit dem glänzenden Gesicht und der Sonnenbrille auf der Stirn. In diesem Moment hat er den Beweis seines Lebens. Sein Plan hat funktioniert. Die Theorie stimmt. Der Zitronensaft macht ihn unsichtbar. 3 ganze Monate lang wird er diese Theorie glauben. 6 Tage nach den Überfällen wird Clifton Earl Johnson festgenommen. Die Pittsburgh Police hat seine Akte aus dem Vorjahr. Die Bandaufnahmen aus Swissvale und Brighton Heights gleichen sich mit seinem Profil aus den 1994er Überfällen ab. Johnson kooperiert, bekennt sich schuldig und nennt den Namen seines Begleiters. MacArthur Wheeler. 3 Monate vergehen. Am Abend des 19. April 1995 übergibt die Pittsburgh Robbery Squad das Standbild aus der Mellon Bank an Pittsburgh Crime Stoppers Inc. Um 23 Uhr läuft es in den Spätnachrichten. Ein bewaffneter Mann steht an einer Kasse und fordert Geld. Eine Telefonnummer für Hinweise. Innerhalb von Minuten gehen anonyme Anrufe ein.
Mehrere Personen erkennen den Mann auf dem Foto. Sie nennen den Namen und die Adresse. Um 0:10 Uhr, weniger als eine Stunde nach der Ausstrahlung, treffen Beamte an der Adresse ein. Wheeler wird ohne Widerstand festgenommen. Im Vernehmungsraum sitzt ihm Sergeant Wally Long gegenüber. Wheeler bestreitet alles. Er war gar nicht da, er weiß von gar nichts. Dann schiebt Long ihm einen Stapel Schwarz-Weiß-Fotos über den Tisch. Wheeler blättert. Sein eigenes Gesicht in mehreren Winkeln. Seine Sonnenbrille auf der Stirn. Seine Pistole. Wheeler ist fassungslos, er versteht es einfach nicht. Und dann sagt er einen Satz, der diesen Fall von einer Routineakte zu einer Fußnote der Wissenschaftsgeschichte machen wird. Aber ich hatte doch den Saft drauf. Johnson wird im Oktober 1995 zu 5 Jahren Bundeshaft verurteilt. Wheeler im Januar 96 zu 24 Jahren und 6 Monaten. Das wäre das Ende des Falls. Eine fast vergessene Polizeiakte aus Pittsburgh, abgelegt zwischen tausenden ähnlichen absurden Fällen. Wäre da nicht ein Jahr später ein Eintrag im World Almanac 1996? Rubrik Offbeat News Stories. Ein Sozialpsychologieprofessor an der Cornell University, David Dunning, liest den Eintrag, recherchiert die Originalreportagen im Pittsburgh Post-Gazette nach und hat eine Eingebung. Wenn Wheeler zu unfähig war, um Bankräuber zu sein, war er womöglich auch zu unfähig, um zu erkennen, dass er zu unfähig war. 1999 veröffentlicht Dunning mit seinem Doktoranden Justin Kruger das Papier Unskilled and Unaware of It. Eine der meistzitierten Arbeiten der modernen Sozialpsychologie. Das Phänomen, das sie beschreibt, trägt heute einen Namen, den Millionen Menschen kennen. Der Dunning-Kruger-Effekt. Im Kern heißt es dort, wer in einem Bereich nicht kompetent ist, kann seine eigene Inkompetenz oft nicht selbst erkennen. Genau die Fähigkeiten, die jemand bräuchte, um einen Fehler zu sehen, fehlen ihm. Wer schlecht in Logik ist, kann nicht beurteilen, ob seine Logik gut ist. Und wer glaubt, dass Zitronensaft sein Gesicht unsichtbar macht, weil ein Polaroid-Bild eine Wand zeigt und kein Gesicht, hat keinen Mechanismus, um zu erkennen, dass diese Schlussfolgerung nicht die richtige ist. War Wheeler also zu unfähig, um zu erkennen, dass er zu unfähig war? Wurde ihm seine eigene Dummheit zum Verhängnis? Es bleibt am Ende eine Frage offen. Was hilft? Alles beweisen, wenn einem genau die Fähigkeit fehlt, einen Beweis zu lesen. Wenn dir dieser Fall gefallen hat, habe ich auf diesem Kanal das exakte Gegenstück dazu. Ein tschechisches Ehepaar, das 15 Jahre lang 21 Banken überfiel und durch ihre gute Planung nie identifiziert wurde. Wenn dich das interessiert, dann klick gerne hier direkt auf das Video.